Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für das britisch-indische Chicken Tikka Masala. Dafür als erstes 4 Hähnchen Brustfilets in mundgerechte Stücke schneiden. Danach für die Joghurtmarinade 150 Gramm Naturjoghurt, einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver, hier einen Teelöffel scharfes Paprikapulver, Kumin, gemahlenen Koriander, Kurkuma und Fenchelsamen, außerdem einen halben Teelöffel Nelkenpulver, Zimt und Muskatnuss in eine kleine Schüssel geben und alles gut miteinander verrühren, bis sich die Gewürze gleichmäßig verteilt haben. Die Marinade anschließend zum Hähnchen geben, gut miteinander vermengen, bis alle Hähnchenstücke mit Marinade bedeckt sind und das Fleisch danach mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 2 Stunden, am besten aber über Nacht, zum Marinieren in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag geht es weiter mit den restlichen Vorbereitungen. Eine Handvoll Cashewkerne und eine Dose Kokosmilch in ein hohes Gefäß geben, für 1 bis 2 Minuten mit einem Pürierstab oder Standmixer pürieren und anschließend zur Seite stellen. Außerdem habe ich hier noch 2 Zwiebeln, einfach abziehen und grob in Würfel schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, das marinierte Fleisch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten anbraten, bis sich am Pfannenboden Röststoffe der Marinade abgesetzt haben. Jetzt können wir das Fleisch aus der Pfanne nehmen, einfach auf einen Teller geben und kurz zur Seite stellen. Dann die Zwiebeln in die Pfanne geben, außerdem ca. 150 ml Wasser dazu gießen, alles gut miteinander verrühren und so lange weiter rühren, bis sich die Röststoffe vom Pfannenboden komplett gelöst haben und das Wasser nahezu komplett verdampft ist. Als nächstes habe ich hier ein kleines Stück Ingwer sowie 2 Knoblauchzehen, einfach fein reiben und dazugeben, außerdem eine Dose gehackte Tomaten, alles einmal gut miteinander verrühren und dann mit geschlossenem Deckel bei niedriger Hitze 5 bis 6 Minuten sanft köcheln lassen. Nach ca. 5 Minuten das Fleisch samt Fleischsaft wieder dazugeben, außerdem die Cashew-Kokosmilch dazu gießen, alles nochmals gut umrühren, zum Köcheln bringen und dann so lange bei niedriger Hitze köcheln lassen, bis das Curry eine cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss müssen wir nur noch mit etwas Salz, Pfeffer und Chilipulver abschmecken und dann können wir im Prinzip auch schon anrichten. Das Chicken Tikka Masala zusammen mit einer Portion Reis oder Nahenbrot auf tiefen Tellern verteilen, mit etwas fein gehacktem Koriander garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.